So Freunde, meine Schlappen küssen die legendären Planken des Santa Monica Pier, sowohl diese Schlappen als auch diese Schlappen. Und hier ist auch der Kopf dazu. Das heißt, der Kenner merkt es sofort. Ich bin in den Vereinigten Staaten, ich habe rüber gemacht vor ein paar Tagen. Wir sind in Los Angeles, damit ein dreifach donnerndes How's it going aus LA. Wir sind schon wieder am Strand, weil der Strand natürlich eine von vielen Facetten ist von Los Angeles. Das hier ist der Santa Monica Pier. Hier kann man Achterbahn fahren, Zuckerwatte fressen, Tacos, Mampfen, Burritos und so weiter. Hast du nicht gesehen? Und man kann natürlich auch schön einfach nur hier am Strand rumliegen. Das hier ist der Strand übrigens, wo Baywatch gedreht wurde. Also jetzt nicht die Hütte hier, aber die Hütten auf der anderen Seite. Nummer 1 und 2 habe ich mir sagen lassen. Und ich habe schon mit so einem Baywatcher geredet und er sagt, ja, die meisten, die mich darauf ansprechen, ob ich David Hasselhoff kenne, sind Deutsche. Weiß ich nicht jetzt, woher das kommt, aber jedenfalls ist das hier der Santa Monica Pier, das Ende der genauso legendären Route 66 von Chicago rüberführt, einmal quer oder fast ganz quer durch die Vereinigten Staaten. Ja. Und dann beginnt natürlich hinten auch, da kann man einmal rüberlatschen. Auf der anderen Seite des Pier beginnt der Pacific Coast Highway Number 1, den ich ja vorhabe hochzuholzen in den nächsten Tagen. Und ja, also es hat sich viel getan mit der Grenze. Ne? Grenze war wieder so ein bisschen, ja, also die Amis haben da auch so ihre eigenen Tricks. Ansonsten, was hat sich noch geändert? Es ist deutlich ruhiger geworden generell, würde ich sagen. Also Lärmpegel ist runtergegangen. Und gut, dass hier so ein Achterbahnpark jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber also es ist deutlich ruhiger, nicht mehr so viel Lärm so und Autos alle, die surren alle nur so vor sich hin. Ja. Man kann das Klopapier wieder runterspülen. Ja, das kann man in ganz Lateinamerika, kriegen sie es nicht gewuppt, auch heute nicht, wenn sie neue Häuser und Hotels und alles bauen, dass sie irgendwie die Abwasserrohre so machen, dass man das verdammte Klopapier runterspülen kann. Ne? Hier kann man es wieder, hier kann man alles runterspülen, dicke Dinger, dicke Rohre. Ne? Also ich sehe schon, meine Begeisterung kann ich gar nicht in Worte fassen. Aber ansonsten geringere Lärmpegel, sagte ich schon. Höherer Preispegel leider. Hier kosten die Tacos und die Burritos mal eben 10-mal so viel wie drüben in Mexiko, würde ich sagen. Und genau, das ist jetzt hier der Strand Richtung Norden quasi. Und da oben geht es dann weiter am Strand, hier kommt da Malibu und so weiter. Also schöner Strand, ne? Schön weiß, kann man nicht meckern. Und heute ist nichts los, weil heute ist ein Donnerstagmittag. Ich weiß nicht, was es bei euch ist. Donnerstagmittag, hier gibt es allerhand Plunder zu kaufen, Postkarten und so weiter. Und man kann dem Amerikaner in die Suppe spucken, wenn man das möchte. Ja. Ansonsten, was hat sich noch geändert? Ja, es ist wieder Englisch statt Spanisch angesagt. Ja. Und da verstehe ich doch mehr. Also Spanisch verstehe ich zwar ganz gut, aber man versteht doch mehr. Und wenn du das Radio anmachst zum Beispiel, ne, kommt da halt auch wieder ganz andere Musik, ist ja klar. Ne? Also so R&B und Hip-Hop-Zeug und Country und so weiter. Würdest du zwar verstehen, aber dann schmerzt es auch schon wieder, wenn du das verstehst, weil die Texte sind echt zum Teil. Also, und Nachrichten und so gibt es halt auch gar nicht irgendwie. Also nur so religiöses Gesülze, was echt nicht aushalten kannst. Also wenn du mal irgendwie Text hörst im Radio, dann sind es irgendwelche Leute, die ihr Liebesleid klagen oder es geht irgendwie um Gott und hast du nicht gesehen. Also echt ein bisschen krass. Ja. Ansonsten, was auffällt, viele Obdachlose und geistig verwirrt, und das meine ich jetzt gar nicht im Scherz, ich bin ja auch obdachlos in gewisser Weise. Da sind wir auch schon beim Thema. Ich werde nämlich auch so eingeordnet hier bei den Freaks und bei den Meth Addicts und so. Und halt bei den Obdachlosen. Ja, das heißt, während es in der Vergangenheit in Lateinamerika immer hieß, oh guck mal krass, ein Typ, der lebt in seinem Auto, ist es hier mehr so, ein Typ, der lebt in seinem Auto, Alter, schon wieder, lass mal die Cops holen. Ja? Und das ist natürlich so ein bisschen Gewöhnungssache. Ne? Hier ist auch Musik angesagt. Ja. What a wonderful world. Also ist auf jeden Fall Platz hier für den krassesten aller Individualisten. Es sei denn halt, er will im Auto pennen. Ja, und wenn du dann in so ein ruhiges Wohngebiet reinziehst und dich da an Straßen anstellst, hast du ruckzuck die Cops am Hals, weil das natürlich, naja, also in der Vergangenheit war ich jetzt so mehr so der coole Globetrotter. Jetzt bin ich halt hier mehr so der merkwürdige Gefährder. Ich bin jetzt Gefährder, aber auch daran werde ich mich gewöhnen. Ja, jetzt latschen wir einmal hier mitten durch wahrscheinlich, weil sonst der mit seinem Klimbim das ganze Audio kaputt macht hier. Ja, ich weiß nicht, wollt ihr ein bisschen Eis oder so, oder Kaffee? Ne? Ja, haben wir noch hier Tacos natürlich.
Ja, wir fassen uns mal kurz, weil Parken ist auch so teuer. Ja, ansonsten LA gefällt bis jetzt, weil es halt so ein netter Mix ist aus crazy irgendwie. Also, was halt so ein bisschen nervt, ist die Tatsache, dass ich jetzt eigentlich seit Tijuana nur in so bebautem Raum war. Und wer bei meinem Referat der 12. Klasse damals aufgepasst hat, der weiß, dass LA eine Stadt mit riesiger Flächenausdehnung ist. Und weil sie halt alle in Einfamilienhäusern wohnen. Und so geht es eigentlich seit Tijuana hoch. Also von Tijuana bis hierher, da ist zwischendurch noch irgendwie so ein Truppenübungsplatz und dann noch ein Atomkraftwerk, also kannst auch nicht anhalten. Und alles andere ist zugebaut. Also Südkalifornien soweit ein Albtraum für Camper, ein Albtraum für Overländer wie unser einen. Aber ich hoffe, dass das irgendwo im ländlichen Gegenden dann noch ein bisschen entspannter wird alles. Bisher das Keyword lautet No Overnight Parking. Und wenn man mir mit etwas die Suppe versalzen will, dann damit, dass man mich morgens um 5 aus dem Bett holt und sagt, sorry Sir, aber fahr mal weiter. Weiß nicht, wie es euch gehen würde. Morgens um 5 ist auch mal gerade so eine entspannte Phase. Wobei manchmal kommen sie auch um Mitternacht, ne, die Cops. Aber das ist auf jeden Fall echt so ein bisschen lästig und man wird halt dann auch gleich in die Schublade gesteckt. Hier irgendwie gefährlich, wie gesagt. Ne. Aber LA super vielseitig, ne? Hier schön Beach und so weiter. Hinten natürlich dann Hollywood und hast du nicht gesehen, kennen wir ja alle. Ne? Super Wetter, so ist glaube ich das ganze Jahr irgendwie, ne? Blauer Himmel, Sommersonne, Sonnenschein. Und was auch noch charakteristisch ist für LA ist halt, dass es, also sind ja 13 Millionen Einwohner, soweit so gut, aber leben halt wie gesagt alle in Einfamilienhäusern. Das heißt, es ist riesengroß, wenn du einmal durch wärst, sind glaube ich so 150 Kilometer Ost-West, 150 Kilometer Nord-Süd. Also du kommst zu nichts, auf Deutsch gesagt, ja. Du kommst zu nichts. Weil du stehst natürlich auch dauernd im Stau. Die haben die höchste Kraftfahrzeugdichte der ganzen Welt. Ja? Und ÖPNV geht so, haben sie zwar so eine Metro, wobei die streckenweise dann auch noch als Straßenbahn läuft. Und die Straßenbahn, kannst du dir ja vorstellen, du kriegst nichts gewuppt. Ja? Und auf den Freeways, so schön und gut die auch sind, aber du kommst halt nicht vom Fleck. Ne? Ja, ansonsten aber super Straßen, kann man nicht meckern. Die sind fast genauso glatt gebügelt wie dieser Strand. Hier bin ich auch schon lang geradelt die letzten Tage. Ich war schon eine Woche hier jetzt. Und ja, war ganz angenehm. Wie gesagt, davon abgesehen, dass man halt ständig weggejagt wird und so. Ne? Das ist echt lästig. Und packe ich es jetzt auch. Ich werde noch einmal hier rüber. Auf der anderen Seite liegt der Malibu, wie gesagt. Will ich nochmal Malibu noch mal vorbeischauen. Ne? Mal gucken, ob wir den David Hasselhoff doch noch treffen. Ja. Und dann machen wir weiter schön die Küste hoch, den Pacific Coast Highway, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns die Tage wieder weiter aus dem Norden. Bis dahin, see you later, guys.